Herzlich willkommen zu einem weiteren Special von Reptil TV. Heute geht es hier um die exotischen Tiere aus aktuellem Anlass. Die sollen nämlich verboten bzw. stark reglementiert werden. Ja, es sind tatsächlich erschreckende Meldungen, die wir hier bekommen. Zum einen haben wir jetzt ganz aktuell aus Österreich. Dort hat der Nationalrat auf einer Sitzung einstimmig folgende Anträge angenommen. Das Ganze war am 19. Oktober 2011. Es ist zum einen der Antrag Verbot des Verkaufs exotischer Tiere bei Messen und anderen Ausstellungen. Zweitens Schaffung einer Sachkundeverordnung für die Haltung exotischer Tiere. Und drittens das Verbot der Haltung von Riesenschlangen und von Giftschlangen. Also wie gesagt, das sind erstmal Gesetzesanträge, die hier einstimmig von den Abgeordneten angenommen wurden und die jetzt in das österreichische Parlament gehen sollen und dort dann als Gesetz verabschiedet werden sollen. Ja, und wenn ihr denkt, Österreich geht uns nichts an, hier in Deutschland haben wir ganz aktuell eine Pressemeldung vom Deutschen Tierschutzbund, die fordern sogar ein totales Verbot von exotischen Tieren. Ich habe hier eine Pressemeldung vom 30.09.2011. Das deutsche Gesetz ist grausam für ein neues Tierschutzgesetz. Das fordert der Deutsche Tierschutzbund. Unter anderem sensible, anspruchsvolle Exoten, zum Beispiel Reptilien, Vögel oder Fische, leiden und sterben in Menschenhand. Ihre Haltung ist grundsätzlich zu verbieten. Wie gesagt, das ist der Deutsche Tierschutzbund, das ist nicht irgendein kleiner Popelverein. Meines Wissens ist das die größte deutsche Tierschutzorganisation und die wollen tatsächlich das Tierschutzgesetz dahingehend ändern lassen, dass das komplett verboten wird. Es wird hier immer von exotischen Tieren gesprochen. Jetzt ist einfach die Frage, was ist ein exotisches Tier? Was muss ein Tier sein, haben, herkommen, dass es exotisch ist? Ja, hier haben wir jetzt zwei süße kleine Meerschweinchen. Die kommen aus Südamerika, Peru, Bolivien, leben in den Anden auf 2.000, 3.000 Meter Meereshöhe, haben dort einen riesigen Lebensraum. Also für mich definitiv exotische Tiere. Wollen wir die verbieten? Hier haben wir so einen süßen kleinen zungarischen Zwerghamster. Kommt aus Zentralasien, so China, Mongolei, lebt dort in der Steppe bzw. Wüste. Also recht exotische Sache, finde ich. Aber wollen wir den verbieten? Ja, und dann haben wir natürlich hier hunderttausende Hauskatzen in Deutschland. Ursprünglich auch irgendwann aus Nordafrika gekommen. Sicherlich auch ein exotisches Tier. Manche dürfen draußen leben, manche leben auch nur in der Wohnung. Sollen wir das verbieten? Wir sind jetzt hier draußen. Ich habe hier ein bisschen so einen Gartenteich. Da sind auch einige Fische drin. Ich habe da ein paar Rotaugen drin, ein bisschen Karauschen. Und auch den ein oder anderen Koi. Jetzt ist die Frage, müssen die Fische auch weg oder müssen nur die Kois weg oder dürfen die alle da bleiben? Hier haben wir einen Stirnlappenbasilisk, einen Basiliscus plumifrons. Die kommen ursprünglich aus Mittelamerika, leben dort in Wäldern bzw. in den Nähen von Flüssen. Das Tier ist natürlich in Deutschland gezüchtet und geboren worden, ist jetzt circa ein Dreivierteljahr alt. Und ich glaube nicht, dass der sich sonderlich quält. Müssen wir den verbieten? Hier haben wir einen Leopardgecko. Die kommen aus Mittelasien ursprünglich, sind mit die meist gehaltenen Echsen in Terrarien. Das ist so ein Dreiviertel großes Tier, werden noch gleich ein bisschen größer. Müssen wir die verbieten. Hier haben wir einen Königspython in seinem Terrarium. Königspython sind die am meist gehaltenen Schlangen, gehören zu den Riesenschlangen. Wichtig, dass der sein richtiges Klima hat, seine Temperatur, seine Luftfeuchtigkeit. Aber dann, denke ich, fühlt er sich ganz wohl und quält sich nicht in seinem Terrarium. Wollen wir den verbieten? Hier haben wir jetzt eine Bardergame im Terrarium. Bardergamen kommen ursprünglich aus Australien, sind aktuell die am meist gehaltenen Echsen in Terrarien. Das hier ist ein halbwüchsiges Tier, ist in Deutschland gezüchtet worden.
Australien exportiert überhaupt keine Reptilien. Also alle australischen Tiere, die wir hier in der Terroristik haben, sind über Jahrzehnte oder Generationen hier gezüchtet. Wenn der es schön warm hat, passendes Licht, richtige Temperatur, dann vermehren sich Bardergamen wie verrückt im Terrarium. Wollen wir die verbieten? Hier haben wir jetzt eine griechische Landschildkröte. Werden ja seit Jahrzehnten verkauft in Deutschland. Sind unter strengem Artenschutz, dürfen nimmer aus der Natur gefangen werden. Nur noch Nachzuchten in zweiter Generation dürfen verkauft oder gehandelt werden. Von der Haltung natürlich ganz wichtig, dass sie genügend Licht hat, die Wärme. Und dann im Winter machen sie ein paar Monate lang Winterruhe. Ganz klassisches Haustier. Schildkröten sind natürlich auch eine tolle Sache für Allergiker. Keine Haare, keine Milben, kein Fell. Deswegen gerade da ganz toll geeignet, geben keinerlei Allergene ab. Wollen wir die Schildkröten auch verbieten? Hier haben wir jetzt eine afrikanische Spornschildkröte. Wie der Name schon sagt, kommen sie aus Afrika, genauer genommen aus Ostafrika. In dem Fall etwas exotischer vielleicht wie die europäischen, weil sie ja weiter herkommen. Allerdings werden die Spornschildkröten sehr groß mit 50, 60 cm. Ist definitiv nur für jemand was, der denen auch den Platz bieten kann und will. Und die halten auch keinen Winterschlaf, so wie die Europäer. Für jemand, der den Platz zur Verfügung hat, sicherlich ein ganz tolles Haustier. Wollen wir das verbieten? Wir haben euch jetzt einige exotische Haustiere gezeigt. Zum einen die klassischen Exoten wie der Hamster, Meerschweinchen, Katze, Fische. Und dann halt auch die neuen Exoten, die Schlangen, Echsen, Schildkröten. Ich denke, diese neuen Exoten, das ist das, wo sich manche dran stören und wo die Kampagnen drauf abzielen. Ich persönlich bin überzeugt, dass ich ein Reptil mindestens gleich gut, beziehungsweise ich glaube sogar besser halten kann, wie zum Beispiel ein Meerschweinchen. Ein Reptil ist von Natur aus ein ruhiges Tier, es ist ein Lauerjäger, es ist ein Tier, das eigentlich nur faul rumliegt, ne? Was die Leute sich schon fast wegen dran stören, die sagen, Mensch, die Reptilien, die liegen ja nur faul rum. Das ist einfach denen ihre Art. Dafür brauchen sie eben nicht so diesen riesigen Lebensraum, wie jetzt ein Säugetier braucht oder ein Vogel womöglich braucht. Also ich denke, man muss einfach aufpassen, dass man nicht sich einfach das Neue schnappt und drauf losgeht und das Neue verteufelt, ohne drüber nachzudenken oder mal wirklich zu hinterleuchten. Lässt sich die Schildkröte schlecht halten oder hat die Bardergame Probleme im Terrarium oder quält sich die Schlange im Terrarium? Ich persönlich bin der Meinung, dass sich die Tiere wahrscheinlich sogar noch einiges besser halten lassen. Der Mensch hält sich schon immer Haustiere, das werden wir nicht ändern können. Und ich denke, vor allem für die Kinder ist es auch wichtig, dass sie mit Tieren in Berührung sind und mit Tieren umgehen lernen. Und es ist einfach so, dass der Mensch nur das schützt, was er kennt und was er liebt. Und so entsprechend auch die Umwelt nur schützt und schätzt, wenn er eben die Tiere in seiner Umwelt kennt oder die Tiere generell kennt. Ich glaube, eine Cyber- oder Internetgesellschaft, die keinen Kontakt mit Tieren hat, die schützt auch nicht die Natur oder die schützt auch nicht unsere Umwelt. Ich glaube, dass das ein wichtiger Punkt ist in der Erziehung. Wir müssen aufpassen, dass die Politiker nicht meinen, auf den Druck von ein paar wenigen Organisationen reagieren zu müssen, wie jetzt hier der Deutsche Tierschutzbund, die den Politikern vormachen, dass das eine breite Masse wäre, die dahinter steht. Ich glaube, die Riesenmasse sind die Heimtierhalter, die das einfach vertreten und das auch für gut empfinden und das auch artgerecht machen. Teilt das Video mit euren Freunden, mit euren Bekannten. Vielleicht habt ihr sogar jemanden, der politisch aktiv ist. Mit dem Video können wir da ein bisschen unsere Stellungnahme oder unseren Standpunkt dazu zeigen. Wir wollen euch einfach für das Thema sensibilisieren. Nicht, dass wir morgen aufwachen und ein neues Gesetz haben, was die Tierhaltung generell verbietet.